Die afrikanische Wildnis ist ein Ort der Schönheit, aber auch der gnadenlosen Härte. Hier entscheidet oft ein einziger Augenblick über Leben und Tod. Mark Anderson wusste das besser als jeder andere. Als Naturfotograf hatte er Jahrzehnte damit verbracht, die Geheimnisse der Savanne zu dokumentieren. Er respektierte die Gesetze der Natur, doch an jenem schicksalhaften Dienstag sollte er sie brechen. Die Trockenzeit hatte das Land fest im Griff. Die einstmals reißenden Flüsse waren zu staubigen Pfaden verkommen. Die Hitze war unerträglich und nur die stärksten und anpassungsfähigsten überlebten in dieser Hölle. Mark hatte schon viele Tragödien durch die Linse seiner Kamera gesehen, aber nichts konnte ihn auf das vorbereiten, was er an diesem Tag finden würde. Es war ein heißer Nachmittag, die Luft flimmerte vor Hitze. Plötzlich zerriss ein Laut die Stille. Es war kein aggressives Brüllen, sondern ein kläglicher, verzweifelter Schrei. Mark folgte dem Geräusch durch das dichte Dornengestrüpp, getrieben von einer unsichtbaren Kraft, bis er am Fuße einer steilen Felswand stand. Der Laut kam von weit oben. Mit dem Fernglas suchte er die Wand ab. Da sah er es. Ein junger männlicher Löwe, kaum ausgewachsen, war abgerutscht und auf einem winzigen Vorsprung gefangen. Unter ihm gähnte der Abgrund, über ihm glatter Fels. Das Tier war am Ende seiner Kräfte, die Flanken eingefallen, die Augen voller Panik. Er musste schon seit Tagen dort feststecken. Die Vernunft sagte Mark, er solle gehen. Ein verletzter Löwe ist unberechenbar und tödlich. Doch Mark konnte nicht einfach wegsehen. Er holte seine Kletterausrüstung aus dem Jeep. Er wusste, dass dies der wahnsinnigste Plan seines Lebens war. Er würde sich abseilen müssen, direkt in die Reichweite von Klauen und Zähnen. Zentimeter um Zentimeter ließ er sich herab. Als er auf Höhe des Löwen ankam, fauchte das Tier und schlug nach ihm. Mark hing im Nichts, das Herz hämmerte ihm bis zum Hals. Stundenlang hing er dort, sprach mit sanfter, fester Stimme auf das Raubtier ein, bis die Erschöpfung des Löwen größer war als seine Angst. Der Schweiß brannte in seinen Augen. Seine Hände waren blutig von dem rauen Seil. Jeder Muskel in seinem Körper schrie vor Schmerz. Er rutschte ab, Steine polterten in die Tiefe. Für eine Sekunde dachte er, es sei vorbei. Doch er fing sich wieder. Er dürfte jetzt nicht aufgeben. Schließlich gelang das Unmögliche, er konnte eine Schlinge um den Brustkorb des Löwen legen. Mit einem provisorischen Flaschenzug und übermenschlicher Kraft hiefte er das schwere Tier nach oben. Auf sicherem Boden angekommen, löste Mark den Knoten. Er erwartete einen Angriff. Er war bereit zu sterben. Doch der Löwe griff nicht an. Er stand wackelig auf, schüttelte seine Mähne und drehte sich zu Mark um. In seinen bernsteinfarbenen Augen lag kein Hass, sondern ein tiefes, fast menschliches Verstehen. Ein langer, stiller Blickwechsel, der eine Brücke zwischen zwei Welten schlug. Dann verschwand der König der Tiere im hohen Gras. Jahre zogen ins Land. Mark wurde älter, seine Haare grauer. Eines Tages führte ihn eine Expedition zurück in genau jenes Tal. Doch diesmal war das Glück nicht auf seiner Seite. Sein Fahrzeug blieb liegen, weit abseits der Wege. Die Sonne sank und die Schatten wurden länger. Und dann kamen sie. Ein Rudel von 5 Staatenlöwen tauchte aus dem Dunkel auf. Sie waren auf der Jagd und Mark war die Beute. Sie kreisten ihn ein, die Muskeln zum Sprung gespannt. Mark schloss die Augen, bereitete sich auf das Ende vor. Er spürte den heißen Atem des ersten Löwen, der zum Sprung ansetzte. Der Anführer war eine absolute Kampfmaschine, gezeichnet von unzähligen Schlachten. Eine Narbe zog sich über sein linkes Auge. Seine Mähne war dunkel und dicht. Er strahlte eine Rohlmacht aus, die Mark das Blut in den Adern gefrieren ließ. Dies war kein gewöhnlicher Löwe. Plötzlich erstarrte das Rudel. Ein gewaltiges Brüllen ließ den Boden erzittern. Der Anführer stürmte heran und warf sich auf Mark. Nicht mit Zähnen, sondern mit einer wuchtigen Umarmung. Es war sein Löwe. Er hatte ihn erkannt. Er leckte Marks Gesicht, während die anderen Löwen verwirrt zusahen. Das Unfassbare war geschehen, die Dankbarkeit eines Tieres hatte die Zeit überdauert.